Ich bin Annika, gelernte Landwirtin, aber heute backe ich mit euch bei uns auf dem Hof. Es gibt Schokoküchlein, wichtigste Zutat Schokolade, Eier, Zucker, Mehl und Butter, also alles, was wir eigentlich zu Hause haben, und ein bisschen Zitronenabrieb. Und ich würde sagen, wir legen gleich los. Zuerst packen wir Schokolade und Butter zusammen ins Wasserbad. Und dann die Eier in die Schüssel. Dann Eier mit Zucker schaumig rühren. Geht natürlich auch mit einer Küchenmaschine, aber hier draußen machen wir das so. Wenn Schokolade und Butter dann unfallfrei geschmolzen sind, aus dem Wasserbad holen und zu der geschlagenen Masse Zucker und Eier dazugeben und wirklich schön unterrühren. Beziehungsweise eher unterheben. Also schlagen sollte man jetzt nicht mehr. Okay, das sieht schon mal nach Schokoladenkuchen aus. So. Dann packe ich immer noch Mehl dazu. Soll am Ende ja auch ein bisschen fest werden, auch wenn wir nachher einen flüssigen Kern haben wollen. So, das Ganze dann auch ein bisschen unterheben. Dadurch, dass wir ein Frühlingsrezept haben, finde ich, gehört ein bisschen Zitronenabrieb da rein. So, bevor uns das Ganze umkippt, noch mal einmal ein bisschen durchrühren. Und dann geht es quasi auch schon in die Förmchen. Jetzt könnt ihr im Endeffekt selber entscheiden, ob ihr das in Muffinförmchen, Kuchenformen etc. packt. Ich packe das natürlich in feuerfeste Förmchen. Vorher ein Stückchen Butter mit rein. Und dann fülle ich einfach ein bisschen Schokoteig da rein. So, ich packe es bei uns auf den Grill, in die indirekte Zone bei 180 Grad circa. Und dann braucht das Ganze nur 6 bis 8 Minuten. Hier jetzt einfach Deckel runter, sonst bei euch in den Backofen rein und dann ist gleich schon fertig. Dann auf ins Finale. Der Schokokuchen ist fertig. Dann wird heiß serviert. Frechdachs. So. Die sind heiß. Yes. Gut ist der geworden. Ja.